Soll ich uns noch ein paar Bratkartoffeln besorgen? Du willst jetzt Bratkartoffeln essen, hier im Bett. Die Dinger sahen noch lecker aus. Außerdem schmeckt im Bett sowieso immer alles besser. Ist das so? Ja, auf jeden Fall. Wissenschaftlich erwiesen. Es gibt scheinbar noch eine ganze Menge Dinge, die ich nicht von dir weiß. Du weißt aber schon mehr als die meisten. Und es wird nicht besser, glaub mir. Ich weiß zum Beispiel, dass du tierisch laut schnarchst. Echt? Mhm. Damit wirst du wohl leben müssen. Außerdem wirst du eh nicht so viel schlafen, wenn wir zusammen im Bett sind. Ja, und du wirst nicht so viel essen, weil ich dich auf Diät setze. Außerdem hasse ich Krümel im Bett. Bratkartoffeln krümeln, aber nichts. Kleiner Dr. Siebenschlau. Komisch, die Bemerkung vorhin. Dass Essen besser im Bett schmeckt, das hat mein Vater immer zu mir gesagt. Tim hat erzählt, dass er bei einem Tauchunfall gestorben ist. Eigentlich denke ich auch gar nicht mehr wirklich an ihn. Das war nur die Bemerkung, die mich an ihn erinnert hat. Ich bastel nur ein kleines Einhorn. Mann, Tim, was hast du denn jetzt wieder für ein Wehwehchen? Aua, du sollst dir doch eine Krankenversicherung besorgen. Was? Nein, ich habe jetzt keine Zeit. Ja. Bis dann. Was wollt ihr denn? Er will sich mit mir treffen, weil er mir unbedingt etwas ganz Wichtiges sagen muss. Was? Ich hätte ihn nicht abwürgen sollen, ist es das? Du wolltest nachher doch sowieso noch mal zu LCL, um Elisabeths Hände zu versorgen. Warum trinkst du danach nicht einen Kaffee mit ihm? Es wird doch sowieso wieder so eine Familienzusammengeführungsgeschichte. Ihr seid ja auch eine Familie. Wir haben vielleicht den gleichen Erzeuger, aber das ist auch alles. Da ist keine Familie. Okay. Ich habe meine Halbschwester auch erst vor 2 Jahren kennengelernt. Heute ist Bella einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Warum gibst du euch keine Chance? Weil auch sei nicht gleich mit der ganzen Tür ins Haus fallen. Jedenfalls will Tim erst mit Jo sprechen, trifft sich gleich mit ihm. Jo, Ja, genau, der Arzt. ich glaube, du brauchst Tim gar nicht mehr als Vermittler. Hallo. Hallo, Was machen Sie denn hier? ich habe gerade nach Ihrer Stiefmutter gesehen. Schöne Blumen. Danke. Dann, ja, grüßen Sie mal Tim ganz lieb. Was? Ihr Bruder, Sie sind doch gleich verabredet. Ja. Dann wissen Sie vielleicht auch, warum er sich so dringend mit mir treffen möchte? Ich habe gar nicht mit ihm gesprochen. Woher wissen Sie dann, dass wir uns treffen? Also ich habe schon mit ihm gesprochen, aber nicht über das, was er mit Ihnen besprechen will. Okay. Ja, na dann, ich muss, glaube ich, mal. Ja, ich auch. Schönen Tag. Ja, ebenfalls. Hey, Hey, schön, dass du gekommen bist. also was gibt's? Ich wollte mit dir über Haro sprechen. Willst du was trinken? Nein, nicht nötig. Ich gehe gleich wieder. Ey, jetzt warte mal bitte ganz kurz. Ich komme dann später einfach noch mal wieder. Ja, danke. Tim, was soll das? Ich weiß, ihr hattet nicht das beste Verhältnis, aber er ist immer noch unser Vater. Nein, ist er nicht. Er ist tot. Und ich bin nicht bereit, irgendwelche Erinnerungen auszutauschen, ja? Zumal es so wenige gibt. Und die ich habe, die sind eher enttäuschend, ja? Ja, aber was wäre denn, wenn du noch mal die Gelegenheit hättest, dich mit ihm auszusprechen? Tim, ich habe 5 Jahre nicht an Harro gedacht. Und dann erfahre ich, dass er in der Karibik umgekommen ist. Du tauchst auf, Frank taucht auf. Und plötzlich ist er wieder in aller Munde. Obwohl er tot ist. Sogar heute. Überall taucht er auf. Echt? Ja, vorhin dachte ich, ich hätte ihn irgendwo erkannt. In diesem Modehaus, wo deine Designerfreundin arbeitet. Moment mal, du hast Haro bei LCL gesehen? Nein, natürlich nicht. Das war dieser Blumenboot. Aber ich weiß nicht, der sah ihm irgendwie ähnlich. Mann, dieser Idiot, ey. Pass auf. Das war er. Der Blumenbote. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Haro war. Was redest du da für einen Scheiß?
Er hat das Ganze inszeniert, um die Versicherungssumme zu kassieren. Er lebt. Er ist nicht tot. Er ist sogar hier in Düsseldorf. Ey, du musst mir das glauben. Das glaube ich dir sogar. Diese Geschichte würde super zu ihm passen. Ey, aber er lebt. Ist das nicht toll? Tim, ganz ehrlich. Harro ist für mich schon seit vielen Jahren gestorben. Ob er lebt oder nicht, das spielt für mich überhaupt keine Rolle. Alles klar? Ich denke, es tut ihm einfach nur leid, dass er ein mieser Vater war. Ja, das hätte sich mal vor 30 Jahren überlegen können. Jetzt gib ihm doch wenigstens eine Chance. Er hatte eine Chance. Er hatte sogar viele Chancen. Die paar Mal, wo er da war, da ging es immer um ihn, nicht um mich. Wissen mit ein paar lächerlichen Geschenken zu beruhigen, die er auf den letzten Drücker gekauft hat. Nee, Tim. Ich werde ihm nicht helfen, damit es ihm besser geht. Jo, mein Junge. Ich habe gehört, was du über mich denkst. Bitte lass uns miteinander reden. Ich weiß, ich habe eine Menge Mist gebaut. Deswegen bin ich hier, um das wieder gut zu machen, was ich verbockt habe. Ich möchte, dass wir wieder eine Familie sind. Wir waren nie eine Familie. Und wir werden nie eine Familie sein. Ich kann nicht für meine Brüder sprechen. Aber was mich angeht, da kannst du dahin zurückgehen, wo du hergekommen bist. Du bist mir scheißegal. Ich bin kein Arzt, aber ich glaube nicht, dass es gut ist, so kurz nach deiner Not-OP Gewichte zu stemmen. Komm. Ich habe gerade Tim im Laden getroffen, der meinte, ich soll nach dir sehen. Was ist denn los? Was los ist? Er hat dir nicht gesagt, was los ist? Nein. Ich werde dir sagen, was los ist. Mein alter Herr hat sich plötzlich umentschieden und ist seinem Grab entstiegen. Aha, und was soll das heißen? Keine Ahnung. Das heißt, dass die Drecksau alles nur inszeniert hat, um die Versicherung zu prellen. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Und jetzt ist er in Düsseldorf und will eine Familie machen. Tim soll uns davon überzeugen, ihm das alles nicht übel zu nehmen. Moment mal, die Beerdigung und diese Taucherflossen und so, das war alles gelogen. Ja, gelogen. Und Tim wusste das. Ja, seit ein paar Tagen. Aber ganz ehrlich, Tim haben Harros Spielereien nie wirklich viel ausgemacht. Ja, aber schon. Ach, Quatsch. Der Typ so am Arsch vorbei. Ist völlig wurscht, ob er lebt oder tot ist. Alles in Ordnung? Es geht schon wieder, danke. Hast du vielleicht irgendwas Falsches gegessen? Nein. Dann könnte es ein Virus sein. Du nimmst dir den Rest des Tages frei. Es geht wirklich wieder, danke. Das war kein Vorschlag, sondern eine Anweisung. Aber heute ist doch so viel los. Ja, und du bist offensichtlich krank. Vielleicht bist du sogar noch ansteckend. Ganz bestimmt nicht. Du solltest zum Arzt gehen und dich untersuchen lassen. Das ist nicht nötig. Ich bin nicht krank. Sondern? Ich bin wahrscheinlich schwanger. Weißt du, als ich gehört habe, dass er umgekommen ist, war mein erster Gedanke, super, jetzt brauche ich nicht mehr auf ihn warten. Hast du das? Auf ihn gewartet? Harro ist verschwunden, da war ich ungefähr 5. Ja, einfach so. Keiner konnte mir erklären, warum. Nicht mal deine Mutter. Nee, die hat immer nur gesagt, er ist ein Arschloch. Aber irgendwie dachte ich immer, es liegt an mir. Oh Mann. Am Anfang schickte er noch Karten von Orten, von denen ich überhaupt noch nie was gehört hatte. Einer schöner und exotischer als der andere. Und ich dachte mir immer, wenn er an all diese Orte reist ohne mich, dann bin ich scheinbar nicht wichtig genug. Und irgendwann wurden diese Karten auch weniger. Bald gab es gar keine mehr. Keine Weihnachtswünsche, keine Geburtstagskarten, nichts.
Und als ich 13 war, stand er plötzlich vor der Tür. Ah, es tat ihm alles so leid und er müsste mich jetzt unbedingt sehen und alles wieder gut machen, was er versäumt hat. Und bei der Gelegenheit habe ich übrigens auch erfahren, dass ich 2 Brüder habe. Na, jedenfalls war er jetzt da. Er hatte mir eine Angeltour versprochen. Nur er und ich, ganz alleine. Ich war so aufgeregt und ich war so froh. Und an dem Tag, als es dann losgehen sollte, da stand ich mit gepacktem Rucksack in der Auffahrt bei Sonnenaufgang. Und als er bei Sonnenuntergang immer noch nicht da war, da... Naja, ein paar Wochen später kam dann wieder mal eine Karte, auf der er sich entschuldigte dafür. Ja, es täte ihm alles so leid, es wäre was ganz Wichtiges dazwischen gekommen. Aber da wusste ich eine Sache ganz sicher. Meine Mutter hatte recht. Harro ist ein Arschloch. Hast du ihm mal gesagt, wie du dich gefühlt hast? Wie denn? Er war ja nie da. Jetzt ist er da. Okay, ich kenne ihn nicht und ich habe keine Ahnung, ob er das überhaupt kapieren würde, aber ich finde, es ist dein gutes Recht, ihn damit zu konfrontieren und jetzt hast du die Chance. Das wird ihm nicht gefallen. Muss es ja auch nicht. Aber ich glaube, dir wird's gut tun. Was soll ich denn machen? Du hast ihn doch gehört. Ja, vielleicht war das nur der Schock. Erst die Trauer, jetzt die Überraschung. Papa, weder Frank noch Jo haben auf deiner Beerdigung getrauert. Ich war doch dabei. Aber du hast doch getrauert, oder? Jo. Hi, Und Sie sind? das ist Oliver, mein Freund. Für einen kurzen Moment hatte ich das Gefühl, ich hätte noch einen Sohn, von dem ich nichts weiß. Ich hatte ganz vergessen, wie witzig du bist. Danke, dass du gekommen bist. Ich freue mich so. Du kannst dir ja gar nicht vorstellen, wie mich das gequält hat, euch in dem Glauben zu lassen, dass ich tot sei. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ja, aber jetzt sind wir hier, vereint. Was du da vorhin gesagt hast, das war schon ein Schock für mich. Ich meine, du hast ja recht, ich war nie ein besonders guter Vater und hätte mich mehr um euch kümmern sollen. Aber das wird jetzt ganz anders. Versprochen. Wir holen das alles nach. Was sagst du? Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. Es tut mir leid, ich kann das nicht. Wieso geht er jetzt? Hab ich irgendwas Falsches gesagt? Vielleicht weniger sagen und mehr zuhören. Ja, ich rede immer viel, wenn ich nervös bin. Kleiner Tipp, gehen Sie ihm nach. Jo, bitte. Ich weiß, da gibt's nicht schön zu reden. Ich hab's versaut. Ich verstehe, dass du auf mich sauer bist. Ich habe euch im Stich gelassen, alle 3. Und das immer wieder. Was? Was willst du von mir? Eine Chance. Eine letzte. Warum sollte ich dir eine geben? Weil ich dein Vater bin. Ich werde dir sagen, warum du hier bist. Weil du am Ende bist. So sieht's nämlich aus. Vermutlich gibt es noch nicht einmal mehr Frauen, die auf dich hereinfallen. Weißt du was? Tim hat mir sogar erzählt, dass deine letzte Freundin dich geprellt hat. Und jetzt kommst du hier angekrochen. Ich bin doch vor allem wegen euch hier. Und plötzlich erinnerst du dich an deine Söhne, damit du unterkriechen kannst. Ja, vielleicht hast du recht. Wahrscheinlich erkennt man erst in dem Zustand, was wirklich wichtig ist. Oh Gott, das sind doch alles so Sprüche! Was hätte es denn damals gebracht, wenn ich bei euch geblieben wäre? Ich hab's ja versucht, aber ich brauchte eben meine Freiheit. Wär's dir denn lieber gewesen, einen schlecht gelaunten Vater zu haben, der das falsche Leben lebt und sich seinen Frust im Alkohol ertränkt? Ich habe dir dieselbe Freiheit gegeben, die ich mir genommen habe. Ich habe nie etwas von dir verlangt, dich nie zu etwas gezwungen. Du weißt nichts! Jo. Gar nichts! Hey, ist alles okay? Ja. Ich glaube, wir beide können erstmal Schnaps vertragen. Oh ja. Machst du das mal 2? Klar, kommt sofort. Danke. Als ich gemeint habe, du sollst deinem Vater mal deine Meinung an den Kopf knallen, das habe ich nicht wörtlich gemeint. Der hat nichts begriffen. Er hat echt geglaubt, er hätte mir einen Gefallen getan, als er damals abgehauen ist. Aber
bin ich halt durchgeknallt. Verständlich. Bin ich verletzt? Er wird's überleben. Wie geht's denn dir? Keine Ahnung. Ich meine, was glaubt er? Dass jetzt alles plötzlich in Ordnung ist, dass wir ihm jetzt vertrauen? Oder? Glaubst du, dass er wieder abhaut? Das war das Einzige, worauf man sich bei ihm wirklich verlassen konnte. Danke dir. Danke. Ich brauch das nicht. Verstehst du, nicht schon wieder?